Hi Friends, willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir befinden uns hier in Dänemark und wir starten damit, dass wir diese Hauptstraße entlang ballern. Wir sind heute auf der Jagd nach unserem ersten Shelterplatz, für die Dänemark ja so bekannt sein soll. Wir sind sehr gespannt und nehmen euch natürlich mit. Also viel Spaß beim Video! Wir befinden uns jetzt hier an der Nordsee, sind gerade den ganzen Wald hier hingefahren, durch den ganzen Wald hier hingefahren. Da stehen jetzt 3 Shelter, die sind leider schon von der Schulklasse gebucht für heute. Wir werden uns aber auf die Wiese dahinter gleich aufbauen. Aber trotzdem richtig geil. Wir sind direkt hier am Meer, werden unsere Fahrräder jetzt da runterschieben und trinken noch ein gemütliches Feierabendbierchen. Guten Morgen, Nacht war ziemlich entspannt. Die Sonne ist jetzt auch schon wieder rausgekommen. Es ist 10 Uhr. Wir sind so halb auf dem Sprung. Franzi sitzt da hinter mir und macht gerade noch die Untertitel für ein neues Video fertig. Und ja, wir haben jetzt gerade noch mal mit dem Lehrer direkt gesprochen. Die haben uns gerade Brötchen vorbeigebracht und Marshmallows, die nicht mehr benutzen konnten von der Schulklasse. Richtig geil. Also, werden wir satt die nächsten Tage? Ich glaube schon. Haben noch mal gerade nachgefragt, wie das dann hier mit dem Schulsystem überhaupt ausschaut, weil wir sind ziemlich neugierig geworden, weil das tatsächlich das, was die hier machen mit den Schülern, das nennt sich Outdoor Life und das ist tatsächlich so ein zusätzliches Wahlfach, was die hier einfach belegen können und die lernen halt ein halbes Jahr, wie das Leben draußen in der Natur funktioniert und Bushcraft, so ein ganzes Zeug und ja, Feuer machen und solche ganzen Geschichten und wahrscheinlich ein bisschen Survival halt auch, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Bei den Sheltern ist ja die Schulklasse, aber dieser Platz hier ist tatsächlich so groß. Da vorne steht ja unser Zelt, hier hinter mir seht ihr, da ist die Toilette, die ist auch offen, da kann man auch immer rein. Ja, hier schöner Tisch, schöne Bank, für uns perfekt. Bisschen was zum Arbeiten. Da vorne wäre sogar eine Außensteckdose auch gewesen. Und ja, man muss schon sagen, es ist hier alles kostenlos. Mehr Facilities auf dem Campingplatz hast du dann auch nicht, ne? So eine Wiese, wo das Zelt steht, dann eine Bank, Toiletten. Das Einzige, was hier vielleicht noch fehlt, wäre halt eine Dusche. Aber die braucht man ja auch nicht jeden Tag, ne? Jo, wir sind wieder an dem allzeit bekannten Deich. Schafe haben wir jetzt noch keine gesehen, aber Leute, wir sind wieder drauf auf unserem geliebten Nordseeküstenradweg. Wie oft sind wir hier schon drauf gefahren? Ja, so sieht's aus. Heute wird geballert. Wir haben richtig Bock. Ihr seht es. T-Shirt-Wetter, Sonnenbrillenwetter. Ah! So lieben wir das doch!
Wir sind gestern hier angekommen, das war ein Freitag. Hier war nichts los und hier hat man wirklich alles, was man braucht. Eine schöne Feuerschale, das ist ja wohl das Wichtigste. Eine geile Toilette und sogar eine Steckdose. Was will man eigentlich mehr als Radreisender? Und was haben wir hierfür bezahlt? Keinen einzigen Cent. Und das ist echt schön. Nicht nur das Shelter-System macht Dänemark zu einem attraktiven Radreiseland. Auch das Radfahrnetz ist nahezu optimal ausgebaut. Oftmals gehen lange Strecken ganz ohne den Autoverkehr durch Wälder und Dünen. Boah, das ist so schön. Wir sind hier mitten in der Natur. Ich kann hier einfach duschen. Wir haben alles dabei. Sind komplett autark unterwegs. Also, was will man eigentlich mehr? Die atemberaubenden Dünenlandschaften an der Westküste lassen sich am besten per Rad erkunden. Die Autos fahren auf der abgetrennten Hauptstraße, wir auf dem Rad mittendurch. Hi Friends, heute ist tatsächlich so ein Tag, den könnte ich auch irgendwo im Wohnmobil verbringen oder im Shelter oder irgendwo in einer schönen Unterkunft am Kamin vielleicht. Ja, das Wetter hat sich gewechselt. Wir haben hier Handschuhe, die wir anziehen. Es ist super windig, natürlich Gegenwind und wir fahren ungelogen einfach seit 20 Kilometern hinterm Deich. Auf der einen Seite hier auf der Hauptstraße ohne Fahrradweg und auf der anderen Seite an Feldern vorbei. Also hier ist irgendwie nichts, wo sich das Auge dran satt sehen kann. Ich höre einfach Hörbuch, Podcasts, versuche mich abzulenken. Wir kommen hier im Durchschnitt mit 8 bis 10 km/h voran. Ja, heute ist nicht der schönste Tag, sagen wir es mal so. Oh. Und es ist echt so windig. Ich habe 2 Stirnbänder an, wie ihr sehen könnt. Und das Schöne hier in Dänemark und an den Sheltern, an dem Shelter-System, ist ja auch, wenn mal so ein Tag da ist, so wie wir ihn jetzt gerade haben, Schmuddelwetter, kalt, Gegenwind, irgendwie bockt das alles nicht so richtig, kann man sich natürlich da durchbeißen und sich vormachen, man sei richtig, richtig hart. Man kann es aber auch einfach sein lassen. Einmal die Shelter-App anwerfen, schauen, dass in 3 Kilometern der nächste Shelter auf einen wartet und den einfach ganz entspannt ansteuern. Wir haben heute den ganzen Tag nur Gegenwind. Boah, ich kann nicht mehr, ey. Richtig schwindelig. Da vorne am Meer gibt es einen Shelter, den checken wir mal ab. Und dann ist für heute Feierabend angesagt. Morgen geht es dann Karacho weiter, aber heute nee. Kein Bock mehr, nö. Heute machen wir mal Piano. Jo, also da ist auf jeden Fall noch ein Shelter frei. Franzi geht jetzt mal spähen, ob wir uns dazwischen hauen können. Aber eigentlich wären wir ganz gerne allein heute Abend. Ja. Naja, aber ist ja nicht schlimm. Also deswegen sind da mehrere Shelter und wenn da andere Leute sind, die wollen es natürlich auch nutzen. Aber irgendwie, wir vermissen das ein bisschen alleine und die Zweisamkeit im Zelt.
Also eins ist noch frei, das ist aber tatsächlich nicht das sauberste Shelter, was ich gesehen habe. Also da liegt auch so ein bisschen Müll drin, ein paar Papiertücher, das finde ich immer nicht so schön, weil man sich da ja auch ohne sein Zelt und so reinlegt und wenn man dann so den Unrat von anderen Menschen da noch dann drin findet, das ist ein bisschen unschön. Das hatten wir aber tatsächlich auch jetzt erst das erste Mal. Da sind zwei Leute, ein Pärchen, Radreisende, also nicht nur Bikepacking, sondern glaube ich richtig Radreisen, die kochen da auch gerade auf dem Kocher und ja, da könnte man sich jetzt natürlich dazu gesellen. Sind die cool drauf oder was? Machen die netten waren jetzt Eindruck? ein bisschen verhalten. So nah am Meer waren wir echt noch nie. Ist eigentlich voll schön hier, guck mal. Wenn man hier so lang den Strand filmt. Wir dackeln ab. Heute ist nicht unser Tag. Wir stärken uns jetzt nochmal und wir sind heute so richtig unsozial. Wir haben keinen Bock wieder andere Leute und dann muss man sich da unterhalten. Nimm's nicht böse, aber man muss auch mal einfach auf sein Herz hören. Unser Herz sagt, gemütlich ins Zelt und Ruhe. Niemand da. Na, das kann sich doch sehen lassen hier. Also, wenn ihr jetzt denken solltet, dass wir die richtigen Mega-Assis sind, tut uns wirklich leid. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Erbarmen mit uns. Manchmal will man einfach alleine sein. Und bei diesen Sheltern ist es einfach, besonders die, die eingezeichnet sind, zu 90% ist da jemand. Der hier war nicht eingezeichnet und es ist niemand da. Wo hast du den gefunden, Fabi? Auf Mappy tatsächlich. Unser Navigationssystem. Und da waren halt einfach 3 Schutzhütten, also Schutzdächer eingezeichnet. Das wären so Picknickplätze, habe ich gedacht. Und dann sind wir hier hingefahren und ja, jetzt sind das richtige Übernachtungsshelter. Und jetzt war ich hier gerade bei den Toiletten. Die ist beheizt, die ist schön muckelig warm und da ist eine Steckdose, die funktioniert. Und wir sind ja immer auf der Suche nach Strom, damit wir weitere Videos produzieren können. Und jetzt haben wir eine Steckdose, jetzt können wir alles über Nacht aufladen. Ich muss mir nur einen Wecker stellen, dass ich es morgen früh abziehe, bevor hier jemand kommt. Das ist nämlich ziemlich so am Arsch der Welt. Hier kommt heute eh keiner mehr, aber morgen früh muss ich sie rausziehen. Die nächsten 2 Tage geht es hier richtig rappelig los. Hier sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 81 km/h am Start. Und deswegen haben wir uns gesagt, hier ist ein geiler Platz. Ja, so ist es manchmal. Ne? Man muss gucken, wie das Wetter ist. Wir haben volles Karacho, auch noch Nordwind. Das heißt, wir würden die ganze Zeit entgegen des Windes fahren. Das machen wir nicht. Wir bleiben hier und warten ab, bis es besser wird. Soll ich immer noch die Sturmleinen ziehen oder was? Ja, bitte. Sicher ist sicher. Wir kriegen heute aber nur 80 km/h Sturmböen. Nur also, bei 100 knicken die Zelte ein, ja, ne? aber nicht unser Zelt. Unser Zelt nicht. Das weiß ich nicht. Das haben wir noch Nein, nicht macht dir keinen Kopf. getestet. Hier passiert überhaupt nichts. So, das sind jetzt 2 mal 20 Kronen. Da kommt die Fähre. Wollen wir mal gucken, ob wir drauf dürfen.
Wir steuern jetzt hier die Shelter an im Nationalpark und ja, wir haben jetzt halt schon relativ viele Radreisende heute gesehen und gesprochen. Mal schauen, ob wir da überhaupt gleich noch einen Platz finden. Ich glaube, die sind sehr überfüllt. Auch in Nationalparks gibt es Shelter, sodass es sogar möglich ist, direkt im Naturschutzgebiet zu übernachten. Die Shelter werden hier besonders gut gepflegt und verwaltet. Die Einstellung Dänemarks, Menschen in die Natur einzuladen, die Berührung und das Eintauchen in die Natur zu fördern und so ganz besondere Outdoor-Erlebnisse zu schaffen, finden wir mehr als lobenswert. So entwickelt sich ein höheres Bewusstsein für die Schönheit und auch den Schutz unserer Umwelt. Ja, wir sind hier mitten im Wald und haben gerade nochmal ein Paradebeispiel des Shelter-Systems hier in Dänemark gefunden. Das wollen wir euch einmal zeigen. Wir wollen heute gar nicht hier bleiben, wir wollen noch ein bisschen fahren. Aber ja, so etwas findet man tatsächlich auch mal durch Zufall. Wie ihr hier hinter mir seht, haben wir hier eine Feuerstelle. Da vorne ist sogar Holz gespalten und aufgeschichtet. Das ist kostenlos, das kann man nutzen. Das liegt hier einfach. Da vorne haben wir Wasser, trinkbares Wasser, und wir haben 2 sehr schöne Shelterhütten, wo man sich dann in der Nacht niederlassen kann. Alles kostenlos und das mitten in der Natur. Da hinten ist eine Toilette, da gehen wir aber jetzt mal nicht drauf. Da fliegen die Fliegen überall rum und es riecht auch entsprechend. Ist halt eine Biotoilette, ne? Genau, das ist eine Komposttoilette. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal sauber gemacht wurde, aber trotzdem, wenn man will, dann kann man auch hier. Moin Leute, wir sind mal wieder an so einem richtig coolen Shelter angekommen. Es gab kostenlos Holz, da vorne steht unser Zelt und wir grillen jetzt erstmal ein paar Würstchen. Dänemark macht es Reisenden, egal ob per Rad oder auch zu Fuß, sehr einfach, trotz minimalistischer Ausrüstung autark und frei unterwegs zu sein. Es besteht eine unfassbare Dichte an Shelterplätzen, vor allem in beliebten Wander- oder anderen Touristenregionen. Als Langzeitradreisende empfanden wir die Ausstattung der allermeisten Plätze als puren Luxus. Es musste wenig Planung und Organisation in die Platzsuche und die Wasserversorgung investiert werden. Wir empfehlen daher gerade Radreise- oder Outdoor-Anfängern, das Land Dänemark zu bereisen. Ja, wir sind jetzt raus aus dem Nationalpark Thy. Wir sind jetzt circa 30 Kilometer vor Aalborg und denken, dass wir also morgen auch in Friedrichshafen ankommen werden. Und von da aus werden wir dann danach den Tag wahrscheinlich eine Fähre nach Göteborg nehmen. Und dann schließt sich das Kapitel Dänemark für uns auch und wir sind langsam natürlich auch sehr gespannt auf das nächste Land.
Ja, das war ja jetzt nochmal ein Abenteuer. Also wir haben jetzt ungelogen 2 Stunden für 6,5 Kilometer gebraucht. Keine Ahnung, wie wir da reingeraten sind. Wir haben auf jeden Fall super lange gebraucht, da wieder rauszufinden. Einfach nur sandige Waldwege mit sehr viel Steigung, fahren zu 90% unmöglich. Und das ist natürlich ein kraftraubender Akt und auch ein zeitraubender Akt. Jetzt sind wir total müde und haben eigentlich gar keinen Bock mehr. Dreckig sind wir auch. Aber gut, das passiert halt, wenn man die Google-Direktnavigation sich einfach mal reinhaut, weil man vielleicht wirklich mal auf direkten Wege irgendwo ankommen möchte. In diesem Fall nämlich Friedrichshafen. Das werden wir jetzt heute nicht mehr schaffen. Die jetzt vielleicht sagen, ja, so ein bisschen Gravel und wollt ihr nicht in der Natur sein, das ist doch schön. Ja, das ist schön. Aber bitte bedenkt, dass mein Fahrrad 20 Kilo wiegt und dass in meinen Taschen der Inhalt nochmal 35 Kilo wiegt. Das heißt, ich habe 55 Kilo, die mir im Sand wegrutschen und die ich durch den Sand pushen muss. Das ist echt krass. So, hier ist nun unser Fazit über Dänemark. Wir sind hier circa 2 Wochen Fahrrad gefahren, hatten bombastisches Wetter, womit wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Wir hatten gestern einen einzigen Regentag und ansonsten hat nur die Sonne gescheint. Sehr guten Eindruck vom Land gehabt, besonders an der Küste, wo halt die ganzen Dünenlandschaften sind und auch das Naturschutzgebiet Thy, wo wir durchgefahren sind, war es wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten ist landschaftlich, aber im Inland eher ziemlich, erinnert uns das an Schleswig-Holstein und an Ostfriesland. Von daher empfehle ich, die Küste zu beradeln. Im Inneren ist eher ein bisschen Fahrt. Ja, ansonsten die Shelter-Systeme haben uns super gut gefallen. Wir haben kein einziges Mal Geld bezahlen müssen für eine Unterkunft, was für uns natürlich optimal ist. Man konnte sich dort immer waschen, hat immer Wasser bekommen, Unterstände waren absolut top, war schon echt in Ordnung. Und die Dänen an sich, wie kann man die beschreiben? Nettes, entspanntes Völkchen, sind erstmal ein bisschen verschlossen, also so Smalltalk-mäßig sind sie jetzt nicht so aktiv, aber wenn man die erstmal in ein Gespräch verwickelt hat, dann kann man sich auch gerne mal 1-2 Stunden mit den Leuten unterhalten. Also es hat uns hier sehr gut gefallen, aber jetzt ist es Zeit für Schweden und wir sind hier jetzt auf der Fähre nach Göteborg und freuen uns schon richtig. Heute Nachmittag kommen wir an und dann geht es direkt ab in den Wald.